Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich bin wieder in der Steiermark unterwegs und möchte dir die Burgruine Pfamberg vorstellen und dir ihre Geschichte näher bringen. Was ein Minnesänger damit zu tun hat, das erfährst du in diesem Video. Also, los geht's! Hoch über dem Murtal träumt ein steinerner Riese von seiner verlorenen Macht. Dies sind die Überreste der Burg Pfamberg, einst eine der bedeutendsten Festungen der Region. Ihre Mauern erzählen eine Geschichte von hochfliegenden Ambitionen, von mächtigen Grafen, Minnesängern und den unaufhaltsamen Zahn der Zeit. Die Geschichte beginnt im 12. Jahrhundert. Das Land, auf dem die Burg entstehen sollte, gehörte zunächst den Hochfreiern von St. Dionysen Guttenberg und ging gegen Ende des Jahrhunderts an das Stift Göß. Um einen drohenden Konflikt mit den mächtigen Hochfreiern von Beckau zu entschärfen, die ebenfalls Ansprüche auf das Gebiet erhoben, belehnte das Stift sie kurzerhand damit. Den Beckauern kam dies gelegen. Ihre eigene Burg war ihnen ohnehin zu klein geworden. Anfang des 13. Jahrhunderts begannen sie mit dem Bau einer neuen, größeren Festung auf diesem strategisch perfekt gelegenen Hügel, der Burg Pfamberg. Schon bald nannten sie sich nach ihrem neuen Stammsitz. Die erste urkundliche Erwähnung eines Burggrafen datiert auf das Jahr 1214, ein gewisser Wichert von Pfannenbrech.
Den wahren Aufstieg erlebte das Geschlecht unter Ulrich I. von Vamberg. Er wird 1237 als treuer Gefolgsmann des Kaisers Friedrich II. Erwähnt. Vermutlich verdiente er sich seinen Grafentitel im Kampf gegen den rebellischen Herzog Friedrich den Streitbaren. Ulrich war ein Mann von Tat. 1241 kämpfte er gegen die Tataren und 5 Jahre später bewies er seinen Mut in der Schlacht an der Leitha. Die Pfamberger waren zu einer Macht in der Steiermark aufgestiegen. Doch die Macht birgt auch Gefahren. Die Grafen Bernhard und Heinrich von Pfamberg zogen für den böhmischen König Ottokar II. In den Kampf gegen die heidnischen Preußen. Doch schon 1268 wendete sich das Blatt. Gemeinsam mit anderen steirischen Adeligen erhoben sie sich gegen König Ottokar II. Der Aufstand scheiterte. Die Brüder wurden gefangen genommen und für 1 Jahr in Breslau eingesperrt. Um seine Freiheit zu erkaufen, musste Bernhard seine Burgen an Ottokar abtreten, erhielt sie aber 1271 zurück. Fünf Jahre später, 1276, unterstützte der steirische Adel Rudolf von Habsburg im Kampf um die Macht. Bernhard von Vamberg war wieder dabei und wurde für seine Treue mit dem obersten Landesrichteramt belohnt. Doch die Unruhe blieb. 1292 beteiligte sich Ulrich IV. von Vamberg an einer erneuten Adelsverschwörung, diesmal gegen Herzog Albrecht I. Die Niederschlagung kostete ihn einige Burgen, doch seine Stammburg Vamberg durfte er behalten. Die Finanzen der Familie waren jedoch zerrüttet. Im Jahr 1308 musste er die Burg an Ulrich von Walsee verpfänden. Es war der Anfang vom Ende. 1382 starb mit Graf Johann der letzte Pfamberger im Mannesstamm aus. Nach dem Tod des letzten Pfambergers fiel die Herrschaft an seine Witwe und seine Tochter. Diese heirateten 1373 die Grafen Wilhelm und Hugo von Montfort-Bregenz. Eine neue Ära begann. Die Burg wurde nun vom Burggrafen verwaltet, die einen ersten größeren Ausbau vornahmen. Der berühmteste Bewohner dieser Zeit war zweifellos der Minnesänger Hugo von Montfort. Ab 1415 war er auch Landeshauptmann der Steiermark
und hat vermutlich zeitweise hier residiert. Man kann sich vorstellen, wie seine Dichtungen und Lieder durch diese Hallen klangen. Für sein Seelenheil stiftete er eine ewige Messe in der Burgkapelle. Ein Zeugnis seiner Anwesenheit ist ein kostbares Fresko, das ihm mit seiner Familie zeigte. Es entstand im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts und wurde 1954 gerettet. Heute befindet sie sich im Landesmuseum Johanneum in Graz. Die Ära der Montfort endete 1450, als die Grafen Hermann und König Friedrich III. Als Erben einsetzten. Fortan wurden die Burgen von landesfürstlichen Pflegern verwaltet oder, wenn die Kassen leer waren, verpfändet. Unter anderem an bekannte Namen wie Sigmund von Dietrichstein im Jahr 1524 und Wilhelm von Herberstein 1537. Die Burg wurde vernachlässigt. Als Erzherzog Karl II. Die Herrschaft im Jahr 1570 wieder einzog, war sie bereits in einem schlechten Zustand. 1599 verkaufte Erzherzog Ferdinand die Halbruine schließlich an den Hofvizekanzler Wolfgang von Jöchelinger. Ihre einstige militärische Bedeutung war dahin. Sie diente nur noch als Kreidefeuerstation, als Teil eines Warnsystems vor herannahenden Gefahren. Die neuen Besitzer hatten kein Interesse mehr daran, auf der zugigen und unkomfortablen Burg zu leben. Wolfgang Jöchelingers Sohn verlegte seinen Wohnsitz bereits in den schlossartigen ausgebauten Hof Grafendorf. Auch spätere Besitzer wie Franz Anton Edler von Safran, der die Herrschaft 1736 übernahm, verwaltete den Besitz von Grafendorf aus, das nun Neupfamberg genannt wurde. Die alte Burg war nur noch ein Schatten ihrer selbst. Was folgte, war ein schneller Wechsel von Besitzern, die es vor allem auf den riesigen Forstbesitz abgesehen hatten.
Josef Graf Grafenhüller, Nikolaus Fürst Esterházy, Ferdinand Fürst von Lobkowitz. Die Namen wechselten, doch das Schicksal der Burg schien besiegelt. Sie war dem Verfall preisgegeben. Die Wende kam erst spät. 1872 gelangte Pfamberg an den Freiherrn Franz Meyer-Meilenhof und durch Erbschaft schließlich an die Familie Göß-Saurau, die sich heute Meyer-Meilenhof-Saurau nennt. Nach 1958 begann man, die Ruine aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken. Sie wurde von Schutt und dem erstickenden Bewuchs befreit. Bis heute findet immer wieder Erhaltungsarbeiten statt, um zu retten, was noch zu retten ist. Doch das imposanteste Bauwerk ist für immer verloren. Am höchsten Punkt der Anlage stand einst der siebeneckige Bergfried, eine Seltenheit in Österreich. Mit seinen 4 Geschossen und einer Höhe von rund 29 Metern war er das weithin sichtbare Symbol der Macht der Pfamberger. 1964 stürzte er ein. Seine Reste mussten gesprengt werden. Die Grafen und die Ritter sind längst verschwunden. Der Minnesang ist verklungen. Doch die Steine von Pfamberg sind geblieben. Sie erzählen von einer Zeit, in der diese Burg das Herz einer der mächtigsten Herrschaften des Murtals war. Ein Ort voller Geschichte, ein Mahnmal der Vergänglichkeit und ein faszinierendes Erbe, das es zu bewahren gilt. Das war das Video über die Burgruine Pfamberg hier in Frohnleiten in der Steiermark. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass bitte einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, drück vielleicht die Glocke, dann erfährst du, wenn neue Videos von mir online gehen. Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein GoTraveler. Also, ciao. Dunia,